Hallo ihr wundervollen Menschen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach und auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik und den Deep Dive in die Musik. Das heißt, wir reflektieren hier ein bisschen die Texte, die Melodien und versuchen so viele Perspektiven wie möglich auf die Musik zu bekommen. Und heute haben wir wieder einen wundervollen Künstler, nämlich Ren, mit Money Game Part 2. Ich habe die ganze Zeit überlegt, nehme ich das Original, also das erste Video, das Originalvideo mit den Lyrics, oder nehme ich seinen Auftritt, nämlich den bei den Sky Awards, ich glaube 2024, letztes Jahr. Und ich habe mich entschieden, genau diesen Auftritt, diesen Live-Auftritt zu nehmen bei den Sky Awards, weil der auch nochmal eine ganz andere Bedeutung für Ren an sich hatte, bei diesem Publikum auftreten zu können, diese Message, diesen Song bringen zu können. Und es hat ihn aber auch unglaublich viel Kraft gekostet. Und er hatte danach ordentlich mit seiner Gesundheit zu tun. Aber ja, ich möchte das quasi in dem Sinne ehren, dass wir seinen Live-Auftritt zu diesem Song angucken. Genau, von daher, lasst uns einsteigen. It's a strange time we're living in. It's a very strange time we're living in. It's a strange time we're living in, panic and hysteria. Poor men learn that rich men don't care for you. Narcissist mindset spread like malaria. Sit back and watch the show. America, Britain split through fickle shit. Our government of hypocrites, a counterfeit. Politicians sit in parliament, not adequate. Es ist immer so viel da drin. Und gleichzeitig spielt es immer in dieselbe Kerbe. Ne? Die Menschen lernen, die Großen, die Reichen kümmern sich nicht. Die Politik kümmert sich nicht. Es ist ihnen einfach egal, die Armen. Das ist die Message von Ren. Und natürlich gibt es immer auch Menschen in den höheren Schichten, die sich noch kümmern. Aber was ist das, was wir lernen? Was ist die Message, die wir immer wieder bekommen? Wenn wir jetzt die Regierung nehmen, direkt vor den Wahlen, die ganzen Wahlkämpfe, die Versprechungen, die Reden, die geschwungen werden, was so erzählt wird, was gemacht werden soll, wie für den kleinen Menschen gesorgt werden soll in der Gesellschaft, was alles verbessert werden soll. Und es geht auch immer mehr in die Richtung, dass die Politiker auch gegeneinander vorgehen. Also, dass es gar nicht mehr darum geht zu sagen, was machen wir eigentlich anders, sondern was machen die anderen schlecht. Und deswegen wählt die anderen nicht, sondern wählt uns, weil die machen nur Mist. Und das machen wir nicht. Und das ist auch eine sehr interessante Art und Weise. Und nach der Wahl kriegen wir mit, okay, es wird viel davon nicht umgesetzt oder anders umgesetzt. Weil sich plötzlich herausstellt, ach, das geht ja doch gar nicht so. Oder es war ja doch nicht so viel da rauszuholen, wie wir gedacht haben. Oder, Mensch, das ging jetzt nicht, weil die anderen haben uns da so viel Steine in den Weg gelegt, da konnten wir gar nichts tun. Oder es wird einfach komplett ignoriert, was gesagt wurde und einfach nichts mehr dazu gesagt und nichts mehr dazu getan. Und das, was wir erleben, ist, dass die Schere, wie wir es schon auch im ersten Video hatten, zwischen Arm und Reich, zwischen Macht und Machtlos, immer größer wird. Und was das macht? Ohnmachtsgefühl bei den Kleineren, Angst. Und das wiederum, dieses Gefühl von Ohnmacht, von Hilflosigkeit führt wiederum zu Wut. Und das zeigt sich allerdings auch in allen Ebenen wieder. Also die Kleinen aus der Angst, aus der Ohnmacht heraus, abhängig zu sein von den da oben, wer auch immer das ist. Die Frustration führt dazu,
weil sie es nirgendwo quasi auslassen können, außer in sich selbst oder gegenüber Menschen, die eigentlich gar nicht viel damit zu tun haben. Und dann streitet man sich über die kleinsten Kleinigkeiten, die eigentlich komplett unwichtig sind. Aber die Grundfrustration muss irgendwo raus. Und dann wird es halt bei den kleinsten Kleinigkeiten rausgelassen. Eine Etage höher, wo es um Macht geht, um Kontrolle noch mehr geht, wird sich über Kleinkram gestritten, der nicht wichtig ist. Aber der erstmal Aufmerksamkeit sieht, der erstmal davon ablenkt, dass eigentlich anderes getan werden müsste. Damit alle beschäftigt sind. So. Und jeder irgendwie dann doch seinen Sachen nachgehen kann, während alle auf diesen Kleinkram da fokussiert sind. Ja. Lass uns erstmal weiterhören. Needlessly bleeding, resources all dry. Turn a blind eye if it means a pay rise. Oh, what a shame it would be, I would die if number 10 Downing Street born in fire. Only joking, only messing, don't be stressing. I'm a peaceful adolescent, there's no need to be unpleasant. Write my thesis in a rhyme scheme to analyze. Das muss ich noch mal dazu sagen. Weil er jetzt sagt, I'm a peaceful adolescent. Wenn man sowas unterstreichen kann, dann bei Ren. Bei allem, dass er kritisiert, dass er Dinge ausspricht, dass er Dinge adressiert. Ne, wie jetzt auch. Wenn dieses eine Gebäude vielleicht aus Versehen abbrennen würde, hahaha, ist die Art und Weise, wie Ren das macht, eine sehr friedliche. Eine, die über Kommunikation geht, die über Verständnis geht. Die immer versucht, auch zu reflektieren, auch bei sich selber hinzugucken. Und er ruft auch immer wieder dazu auf. Ne? Also selbst wenn wir jetzt irgendwie bei anderen Sachen von Ren hingucken, weiß ich nicht, der King Dotardis oder so, da ist immer eine tiefere Message drin. Und das ist auch beim Cujo Beatdown, wo Ren gesagt hat, ey, das ist jetzt meine Art, das rauszulassen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand hetzen geht, dass irgendjemand irgendwelche Kämpfe für mich hier kämpft. So, ich habe hier meinen Weg über die Musik gefunden, ich kläre das, teile es mit euch, was mein Erlebnis ist und gut ist. Ich rufe niemanden zum Kampf auf. Ich möchte niemanden wirklich schaden. Im Sinne von aus dem Hass heraus oder irgendwas. So. Und das ist immer auch, wo ist meine Seite? Komm, was kann ich noch tun? Was können wir gemeinsam tun? Und das ist das, wo Ren hin will. So, Ren will nicht einfach nur schimpfen und zerstören. Und das schätze ich sehr an ihm und seiner Musik. The brain, my fingers on the trigger of a money game. Rain, 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 rain. A storm it comes our way. Those who rise, who distorted lies, poison in the veins. We like to point the blame, 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 blame. It's easy all to blame, but point the mirror at ourselves. We're all part of this old money game. Hier stoppen wir nochmal. Das hatten wir ja auch schon im ersten Teil. Deswegen werde ich hier jetzt nicht so drauf eingehen. Aber wenn ihr dazu nochmal mehr und tiefer erfahren wollt, schaut gerne in das erste Video von Money Game Part 1 rein. Aber immer wieder, auch da, die Reflexion. Schau in den Spiegel. Wo ist dein eigener Anteil an dem ganzen System? Wir sind alle Teil davon. Und wir halten alle die Knarre quasi. Wir suchen immer jemanden, dem wir die Schuld geben können. Den Politikern. Bestimmten Menschengruppen, bestimmten Politikergruppen, bestimmten Religionen, bestimmten mächtigen Menschen oder armen Menschen, Flüchtlinge, was auch immer. Irgendjemand ist immer schuld. So, warum man irgendwas gerade nicht verändern kann. Warum etwas gerade so ist, wie es ist und wir unglücklich sind. Und es gibt so wunderschöne Memes von so Schaltern von irgendeiner Behörde, wo zwei Schlangen, wo eine Schlange dran steht an dem einen Schalter. Und an dieser Schlange ist der Schalter für Beschwerden über andere. Und der leere Schalter, wo keiner dran steht, ist Veränderung bei mir selbst. Gucken, wo ist mein eigener Anteil. Und ja, lass ich so stehen. Wir gucken mal weiter. Ooh, ooh.
This all. When money is a game and the ladder we climb, we'll turn a saint into a sinner with his finger in crime. I'll break it down for you motherfuckers line by line. This is business economics in the nursery rhyme. She sells seashells on the seashore, but the value of these shells will fall due to the laws of supply and demand. No one wants to buy shells because there's loads on the sand. Step one, you must create a sense of scarcity. Shells will sound much better if the people think they're rare, you see. Bear with me, take as many shells as you can find and hide them on an island, stockpile them high until they're rarer than a dime is step two. You gotta make the people think that. Ich mache hier wieder Stopp, weil es kommen jetzt eine Menge Schritte, die er sagt, die alle sehr wichtig sind, finde ich zumindest. Er beschreibt hier sehr, sehr schön, wie die menschliche Psyche funktioniert. So, wie das Gehirn von uns funktioniert, weil wir wollen überleben. Unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, dass wir überleben. Und wenn wir das Gefühl haben, dass irgendetwas unglaublich wichtig und wertvoll für uns ist, für unser Überleben. Und das kann ja einfach nur bedeuten, dass ich in der Gesellschaft akzeptiert und integriert werde, dass ich nicht allein irgendwo enden werde. So. Wenn es also etwas gibt, was ich vermeintlich aus der Gesellschaft vorgegeben dringend brauche, dann muss ich das haben. Und wenn es dann auch noch etwas ist, was nicht jeder bekommen kann, weil es nicht so häufig da ist, sondern rar ist, dann muss ich mich echt ranhalten, dann muss ich echt gucken, dass ich das irgendwie kriege, damit mir das niemand wegnimmt und ich dann am Ende doch irgendwie wertlos oder allein irgendwo ende und nicht mehr dazugehöre, nicht mehr von der Gesellschaft aufgefangen werde oder was auch immer. Ja. That they want them, really fucking want them, really want them, hit them like Bronson. Influencers, product placement, featured primetime entertainment. If you haven't got a shell, you're just a fucking waste man. Free, it's monopoly. Invest inside some property. Start a corporation, make a logo, do it properly. Shells must sell, that will be a new philosophy. Swallow all your morals, they're a poor man's quality. Ja, da sind wir auch wieder bei dem Punkt von Angst, ne? Wenn ich das nicht kriege, dann bin ich nichts wert, dann gehöre ich nicht dazu. You're fucking waste, man, wie er so schön sagt, ne? Und das muss dann propagandiert werden, das muss ja irgendwie bei mir ankommen. Also, wir brauchen die Medien, ganz, ganz dringend, damit auch wirklich alle checken, shit, das muss ich jetzt haben. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig für mein Leben, für mein Überleben. Und dann springt mein Gehirn darauf an. Und wenn es dann eben etwas ist, was nicht im Überfluss da ist, dann kommt die Angst wieder hoch. Shit, ich könnte, daran hängt echt viel. Und dann fangen die Leute an, darum zu kämpfen. Dann fangen die Leute an, sich darüber zu definieren, zu identifizieren. Ich habe es, ich stehe über dir. Ah, du hast es noch nicht? Wer bist du denn? Und umgekehrt. Shit, ich habe das noch nicht. Aber der da oben, der hat das. Der steht viel weiter über mir, der ist viel mehr wert als ich. Und auch darüber wird wieder so eine Kluft zwischen Menschen und ihrem Wert gezogen. Und Menschen fangen an, sich gegeneinander auszuspielen oder miteinander zu vergleichen und werden plötzlich in ihrer Wertigkeit unterschiedlich, obwohl rein natürlich, wenn wir einfach gucken, sind wir alles Menschen, gleichwertige Menschen, sollten es sein. Und sind es auch zu 100%, aber wir fühlen uns nicht so. Und das System, in dem wir leben, propagandiert das. Weiter geht's. For expand, 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 cliff forest, make land, fresh blood on hand. 5, why just shells? Why limit yourself? She sells seashells, sell oil as well. 6. Okay. Immer größer machen, immer größer. Weil du willst ja immer mehr Macht bekommen, du willst immer mehr, dass Leute das kaufen, dass Leute von deinem Produkt abhängig sind. Also musst du es immer größer machen. Und dafür brauchst du Land, du musst Besitz machen. Und um da ranzukommen, muss man halt gewieft sein. Man muss kleinere Leute ausspielen, Kontrolle, Macht, Intrigen. Du
Du gehst dann halt einfach irgendwann über Leichen und schluckst deine Moralvorstellungen, wie Ren so schön gesagt hat. Das, was du eigentlich gelernt hast, wie man mit Menschen umgeht, wie man menschlich ist. Naja, komm, hier so das kleine bisschen. Nur damit es mir auch wirklich gut geht, damit ich an diese Macht komme. Weil auch hier, ne, es gibt ja nicht nur diese Bösen, die jetzt ganz viel Macht und Kontrolle haben und über Leichen gehen, sondern warum machen die das? Auch das haben wir schon in Teil 1 von Money Game besprochen. Auch die haben in der Regel Angst. Ja? Sie wollen die Kontrolle, weil sie sich nicht sicher fühlen, weil sie das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Und zu dem Thema kommen wir dann tatsächlich mit Money Game 3 auch nochmal. Ja, wie bin ich aufgewachsen? Was wurde mir, was habe ich gelernt, wie das Leben funktioniert? Wie viel ich selber wert bin, wie viel andere Menschen wert sind? Wie ich meinen Wert aufbauen kann? Was braucht es dafür? Und solange wie ich nicht wertvoll genug bin oder nicht genügend Kontrolle und nicht genügend Macht habe, bin ich nicht sicher. Muss ich die ganze Zeit Angst haben. Also muss ich was dagegen tun. Und irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege das mit den normalen Möglichkeiten nicht hin, dann fange ich an, die Moralvorstellungen zu biegen und sie irgendwann zu schlucken und weg damit. Und es wird immer einfacher, noch ein kleines bisschen justieren, noch ein kleines bisschen justieren. Ja, weiter geht's. Gone, sell stock, sell diamonds, sell rocks, sell time to a clock. 7, press on the gas, take your foot off the brakes and run to be the president of the United States. A big smile, mate, big wave, that's great. The truth is overrated, tell lies out the gate. 9, polarize the people, controversy is the game. Don't matter. Okay. Ich spule gleich auch noch mal ein bisschen zurück. Wenn du erstmal an der Macht bist, vermeintlich, dann kommt manchmal der Punkt, wo es nie genug ist. Es könnte dir immer wieder flöten gehen oder es reicht noch nicht, weil es nie darum ging, Macht zu haben, sondern es ging immer um den Selbstwert. Aber irgendwie kriegt man mit, egal wie viel Macht ich habe, es reicht noch nicht. Ich fühle mich immer noch nicht wertig genug, weil das hier drin internalisiert ist. Das ist nicht mit irgendwann, und dann ist gut, so, dann bin ich wert genug. Aber das kriegt man meistens irgendwann erst mit, wenn überhaupt. Manche kriegen es gar nicht mit. Dass es nie darum ging, genügend Macht zu haben, um wertig zu sein. Sondern dass es immer dann die Fassade ist. Und deswegen versuchen sie noch mehr Macht zu erreichen, noch mehr Macht. Weil das ist die einzige Strategie, die sie gelernt und kennengelernt haben. Und die sie verfolgen in der Hoffnung, irgendwann mächtig genug zu sein, ob es jetzt nun über Geld ist, ob es über Berühmtheit ist, ob es über politische Macht oder was auch immer ist, dass sie einfach nicht aufhören können, ne? Und dann irgendwann für President of the United States kandidieren. So. Um festzustellen, auch das macht sie nicht glücklich. Aber ja, lass ich so stehen erstmal. Eyes out the gate. 9, polarize the people, controversy is the game. Don't matter if they hate you, they all say your name. Step. Da muss ich leider schon wieder Stopp machen. Polarize the people, controversy is a game. Gott, habe ich schlecht ausgesprochen, ich weiß. Ich bin nicht so gut im Englisch sprechen. Aber das ist auch wieder mit diesem über Kleinigkeiten streiten. Andere schuldig machen. Anderen die Schuld geben, nur um nicht bei sich selbst hinzugucken. Und das System unterstützt es, indem es uns immer verschiedene Sachen anbietet, die wir nehmen können, um jemanden zu beschuldigen oder etwas zu beschuldigen für unser Unglück. Das heißt, es ist auch da eine Beschäftigungstherapie für uns, damit wir ja nicht wirklich hingucken, was uns eigentlich so unglücklich macht, um was es wirklich geht. Sondern wir können uns dann an irgendwas abarbeiten. Entweder etwas, was uns noch fehlt, etwas, was mir im Weg steht, vermeintlich, irgendwelche anderen Menschengruppen oder Organisationen oder was auch immer. Und was ich tun kann, nämlich Feind besiegen oder noch etwas haben, damit ich dann endlich aus meinen Problemen rauskomme. Und das System bietet uns ja immer wieder was Neues an, immer wieder was Neues. Oder immer wieder das Alte, nur neu aufgefrischt, neu aufgerollt, damit wir auch schön da dranbleiben. Und weiterhin diese Strategie fahren in der Hoffnung, dass jetzt das dann endlich mal auch wird. Und unser Frust, unsere Ohnmacht wird immer größer, weil es natürlich nichts verändert.
weil es natürlich nicht hilft. Weiter gucken. 10. The world is yours. Step out on the stage to a round of applause. You're a liar, cheat, a devil, a whore, and you sell seashells on the seashore. Rain, 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 rain. Storm it comes our way. Those who rise, who distorted lies, poison in the veins. We like to point the blame. We like to point the blame. The point the mirror at ourselves. We're all part of this old morning game. Ooh, this old morning game. This old money game. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Such a humble person. I love him. Ja. Warum habe ich die Sky Award Version gewählt? Ich habe sie gewählt, weil auch die Awards, also ich kenne jetzt die Sky Awards an sich nicht direkt, aber all diese ganzen Preisverleihungen sind ja schon Teil des Systems. Die etwas so Hervorragendes geleistet haben, dass sie eine Ehrung kriegen und wiederum symbolisiert werden als etwas oder jemand, der wertig ist, der aufgewertet wird dadurch. Seine Arbeit wird aufgewertet. Und das ist auch erstmal irgendwie gut auf einer Ebene, weil etwas wird gesehen, etwas wird anerkannt, wo jemand viel Arbeit reingesteckt hat. Und gleichzeitig macht es immer die Kluft auf zu und die anderen haben nicht diese Auszeichnung. Die Arbeit ist nicht so viel wert oder nicht so wichtig oder was auch immer. Nicht so kreativ, nicht so überzeugend. Ihr müsst noch mehr machen, ihr müsst noch mehr können, ihr müsst noch mehr schaffen. Dann kriegt ihr vielleicht auch irgendwann so eine Auszeichnung. Und das gehört ja auch schon zu diesem Hierarchie-Part. Da geht es auch um Geld, auch umso mehr du gesehen wirst mit diesen Preisen auf der Bühne, was auch immer, kriegst du natürlich auch mehr Macht im Sinne von, die Leute sehen dich, die Leute erkennen dich, die Leute wollen dich haben und dich präsentieren im Fernsehen oder wo auch immer, deine Kunst präsentieren. Und darüber kriegst du dann wieder mehr eigenen Geld, mehr eigenen Status, mehr eigenen Macht mit deiner Meinung. Und das ist ja das Interessante, nur weil jemand so eine Auszeichnung bekommen hat, heißt es ja nicht, dass der plötzlich die Wahrheit sagt oder dass der schlauer ist als alle anderen und wir deswegen alle auf ihn hören sollten. Oder, ne? Ja. Und dass Ren diesen Auftritt jetzt dort machen konnte, vor so einem Publikum, ne, wo es auch viel um gesehen werden, um Macht, um diese Hierarchien, um dieses System geht. Ich weiß nicht, wer alles im Publikum saß. Aber er konnte eine Message direkt an Publikum adressieren, was in diesem System sehr verfangen ist. Und auch das System spielt. Und auch forciert. Und das ist ziemlich cool. So. Ja. Ich glaube, ich würde es erstmal so stehen lassen. Guck noch mal kurz in meine Notizen. Ja, ich glaube, ich lasse es so stehen. Sonst wird es zu lang. Über einige der Themen, die man hier jetzt noch ansprechen könnte, habe ich, wie gesagt, in Money Game 1 schon gesprochen. Und teilweise auch in meiner Reaction zu Dominos von Ren. Also wenn euch das interessiert, schaut auch gerne dort rein. Ren bringt immer wieder ähnliche Themen zusammen in einem. Und das hat immer so viele Layers, so viele Schichten, die man durchdringen kann und sich angucken kann. Aber
Was ich wichtig finde, ist, immer wieder im Blick zu behalten, dass es nie nur Gut und Böse gibt, sondern dass es immer wieder auch interessant ist, hinzugucken, was ist die Geschichte dieser Menschen, wie sind die da hingekommen und was ist das, was hier bespielt wird und wo ist mein eigener Part, mein eigener Teil. Und es fängt immer mit überhaupt ein Bewusstsein dafür an, um aussteigen zu können aus diesem System. Weil wenn ich mir klar darüber bin, was passiert und warum ich so handle, wie ich handle oder so denke, wie ich denke, über mich und über die Welt, weil das alles propagandiert wird, weil die sozialen Medien mich immer wieder darauf stoßen, weil meine Angst und mein Ohnmachtsgefühl immer wieder anspringt durch die Medien, die ich sehe. Durch die Angstmache von Kriegen, von mächtigen Leuten, die irgendwas ausgenutzt haben, die was auch immer. Es gibt ja so viele Sachen da draußen, die einen so ohnmächtig machen und einen entweder dann in so eine Resignation werfen und wir spielen halt einfach mit und geben halt anderen die Schuld, dass wir da nicht rauskommen. Oder wir gucken irgendwann wieder, wo unsere eigene Macht, unsere eigene Wirksamkeit ist, die wir nutzen können. Und dann ist die Frage, wie wollen wir sie nutzen? Gehen wir in eine Form von Kampf? Wie sieht dieser Kampf aus? Weil nicht jeder Kampf ist natürlich, see you when, jetzt physisch oder brutal oder irgendwas. Und wenn es einfach nur ist, dass ich nicht gegen das System ankämpfe, aber vielleicht weniger Teil des Systems bin. Vielleicht ist das ein erster Schritt. Und wie kann das gehen? Wie macht ihr das? Habt ihr schon euer erstes Gewahrsein gehabt, euren ersten Schritt, den ihr gegangen seid, um aus dem System auszusteigen? Und wann war das? Und wie läuft das? Für mich ist es immer wieder, dass ich auch immer wieder mich dabei erwische, wie ich zurückfalle. Und das ist auch total menschlich und total in Ordnung. Weil wir haben einfach gute Phasen und dann haben wir Phasen, wo wir einfach nicht viel Energie haben, nicht viel Widerstandskraft haben. Und dann einfach, ja, so ist es. Dann zurück ins Alter, bis wir wieder die Kraft haben und dann wieder was machen. Und das ist in Ordnung. So, wir dürfen da auch mit uns und auch mit anderen verständnisvoll sein. Aber nicht aufgeben. Ich lasse es so stehen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte liked. Das hilft mir und das hilft dem Algorithmus. Teilt es gerne, aktiviert die Glocke, indem ihr abonniert. Dann seht ihr bald mehr von mir. Also, bis dann.